Wenn KI oder Refactorings deinen Composable umschmeißen, wer rettet dich? Genau. UI-Tests. Ich höre es immer wieder. UI-Tests, das lohnt sich doch gar nicht. Das ist so viel Arbeit für so wenig Nutzen. Dabei stimmt das überhaupt nicht. Es lohnt sich immer, UI-Tests zu schreiben. Erst heute habe ich Stunden damit verbracht, ein Feature zu migrieren von einer Codebase in die andere Codebase. Und wie stelle ich denn überhaupt sicher, dass ich überhaupt alles richtig gemacht habe bei der Migration? Richtig, ich lasse die Tests laufen. Nicht nur Unit-Tests, sondern auch UI-Tests. Denn Unit-Tests sind in so einer App nur der halbe Teil der Miete. Am Ende soll ja der Benutzer auch noch interagieren können mit der App. Bringt mir ja nichts, wenn ich das beste Domain-Model der Welt habe, das 100% Test-Coverage hat. Wenn die UI nichts taugt, nicht funktioniert, dann kann ich die App auch gleich wegschmeißen. Und auch das Argument, dass das UI-Test-Schreiben ja so lange dauert, das gilt heutzutage gar nicht mehr. Jede IDE, sogar Android Studio mittlerweile, hat eine intelligente Autocompletion. Eine Autocompletion mit KI-Unterstützung. Das heißt, wenn ich den ersten UI-Test schon mal geschrieben habe für meine Komponente, alle anderen danach gehen so fix. Ich fange an mit meinem Testnamen und die Hälfte von meinem Test macht mir dann die Autocompletion schon fertig. Ich muss nur noch schauen, hey liebe KI, passt das denn überhaupt, was du mir hier gegeben hast? Will ich das wirklich testen? Und wenn das passt, ja dann, nächster Testcase fertig. Weniger als 1 Minute, dann habe ich schon wieder einen zusätzlichen Testcase. Zurück, warum brauchen wir denn überhaupt UI-Tests? Naja, die Sache ist die, mein Domänenmodell, das ändere ich ab und zu mal. Aber nicht so häufig wie meine darüberliegende UI. Und das ist ja auch gut so. Ich will meine UI möglichst schnell, möglichst iterativ ändern. Ich muss in der Lage sein, innerhalb weniger Wochen ein komplett neues Look and Feel auszurollen für meine App, um den Kunden abzuholen, um ihn noch zu begeistern. Was ich dabei natürlich nicht machen möchte, ist, dass ich meine komplette Funktionalität zerhaue. Dass alles unbedienbar ist am Ende. Denn wenn es hübsch ausschaut, aber nicht mehr bedienbar ist, dann ist das ganze Redesign auch für die Tonne. Hätte man sich auch sparen können. Wenn so ein Redesign mal kommt, eine komplett neue UI für deine App, was in der Regel gleich bleibt, sind die Bedienabläufe. Bedienabläufe sich auszudenken, das dauert am längsten. Den Screen hübsch mit Clicky Bunti zu gestalten, das geht einfach. Aber die einzelnen Abläufe, wann wird was angezeigt auf meinem Screen, wenn ich Knopf A drücke, muss ich auf Screen B navigieren, zurückspringen, alles muss irgendwie passen, das ändert sich nicht häufig. Denn das ist teuer in der Entwicklung und in der Konzeption. Und genau diese Sachen müssen wir mit unseren UI-Tests schützen. Und die können wir auch super leicht schützen. Das sind keine designabhängigen Sachen. Das sind logische Abläufe in der UI. Und die teste ich mit meinen UI-Tests. Wenn ich jetzt auch KI benutze, um mir Code zu generieren für die Entwicklung, das macht mich schneller. Das ist super, das ist geil. Ich mache das auch mittlerweile echt gerne. Nur die KI, die geht natürlich sehr brachial auch mal um mit Änderungen und schreibt dir dein ganzes Composable um. Du weißt am Ende schon gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Wie kannst du dir denn jetzt sicher sein, dass das am Ende überhaupt noch funktioniert, was dir die KI da hingeschmissen hat? Du brauchst UI-Tests, die das absichern. Du lässt deine Tests laufen vor dem KI-Code. Okay, alles grün. Jetzt kommt die KI, rattert über deine ganzen Composables drüber, schmeißt alles auseinander. Sachen werden umbenannt, werden nochmal aufgeteilt in mehrere Composables, werden zusammengeschmissen in ein großes Composable. Weiß der Geier, was die KI da alles treibt. Und dann lässt du deine UI-Tests drüber laufen und siehst, da hast du aber was falsch gemacht. Das musst du dir nochmal anschauen. Und die KI ist dann auch so schlau und macht das. Das funktioniert wirklich. Das heißt, die UI-Tests werden noch wichtiger durch das Einführen von KI in unseren Arbeitsablauf. In den Tagen von Vibe-Coding sind die unerlässlich und sogar noch wichtiger.
Ja, aber was teste ich denn überhaupt mit meinen UI-Tests? UI-Logik. UI-Logik, das ist, ich habe einen Zustand. Für diesen Zustand gibt es eine Anzeige, eine Darstellung in der UI. Ist denn das, was der Nutzer zu sehen bekommt, das, was ich erwarte? Werden die richtigen Texte angezeigt? Werden die passenden Icons angezeigt? Denn je nach Zustand kann ja was komplett anderes sichtbar sein. Habe ich Daten geladen, wird mir eine Tabelle angezeigt mit Ergebnissen. Ist irgendwas schiefgelaufen beim Laden, ja, dann muss ein Fehlerscreen angezeigt werden. Denn noch schlimmer als gar keine UI anzuzeigen ist, wenn man die falsche UI anzeigt, komplett wirre Inhalte anzeigt, die einfach nicht zum aktuellen Zustand passen. Genau das wollen wir absichern mit den UI-Tests. Ich kann mit den UI-Tests auch sicherstellen, dass meine Daten richtig formatiert sind. Wenn ich wie hier eine Timer-App gebaut habe, ja, dann möchte ich, dass die verbleibenden Millisekunden auf meinem Timer halt angezeigt werden in Minuten und Sekunden, die noch verbleiben. Das ist was, das findet typischerweise in der UI-Schicht statt. Das kann ich auch testen. Es ist eine Logik, eine Formatierungslogik. Am Ende hat der Kunde ja einen Mehrwert, wenn er den Timer auch noch lesen kann, den er da gerade vor sich hat. Ich kann auch abtesten und sicherstellen, dass die Accessibility passt. Kann ich einen Text eingeben? Ist gerade etwas anklickbar an der Stelle, wo ich es erwarte? Das sind Sachen, die verdrängt man ganz gerne, denn Accessibility, das ist sowas Fremdes, sowas Nachgelagertes. Aber es ist halt trotzdem wichtig. Es soll ja am Ende auch wirklich jeder die App verwenden können. Ganz wichtig bei den UI-Tests sind die Interaktionen mit der UI. Passiert denn auch das Richtige, wenn ich auf meinen Button klicke? Wird mein Text geupdatet, wenn ich was in das Textfeld eingebe? Wenn ich auf meinen Tab klicke, zu welchem Screen springe ich denn als nächstes? Oder funktioniert der Back-Button? Das sind Interaktionen, die ich mit UI-Tests sicherstelle, dass sie funktionieren. Komplett unabhängig von dem verwendeten Designsystem. Es geht wirklich rein um die Funktionalität bei den UI-Tests. Ich muss sagen, ich habe früher extrem viel Zeit und Schmerzen mit Espresso-Tests für Views, Fragmente, Activities verbracht. Und es hat sich immer absolut mies angefühlt, diese Tests zu schreiben. Ich weiß, ich will diese Tests, ich brauche sie, um mich abzusichern. Aber es war wirklich eine Qual, diese Tests zu schreiben. Oh mein Gott. Jetpack Compose ist so viel besser, was UI-Tests angeht. Das erste Mal, wie ich einen UI-Test in Compose geschrieben habe, dachte ich mir, das kann doch nicht alles sein. War das jetzt wirklich so einfach? Und das war es wirklich. Es macht beinahe schon Spaß, diese Tests zu schreiben, weil es so einfach geht. Die Tests, die ich brauche, um so die 80% von meinen Use Cases abzudecken, die Essentials sind für meine App-Anzeige, dass das passt, die habe ich in 0, nichts implementiert als UI-Tests. Erschreckend einfach, wie schnell das geht. Und das Schöne ist auch, wenn man sich an die Compose Best Practices hält, State Hosting betreiben, meine Composables so wiederverwendbar wie möglich zu machen, gewinne ich dadurch massiv, wenn ich meine UI-Tests schreibe. Dieses Pattern wird dadurch so gut unterstützt, denn am Ende, was ist denn ein UI-Test? Ich gebe einen State rein, ich klicke irgendwo drauf und irgendwas wird ausgelöst. Und das ist der ganze Test. Und das sind dann am Ende 80% meiner Tests, meiner UI-Tests für meine Composable. Kann mir am Ende sicher sein, hey, das funktioniert ja wirklich, was ich da gebaut habe. Es ist wirklich super einfach. Darum hoffe ich, habe ich euch davon überzeugt, UI-Tests, das ist eine richtig feine Sache, gerade für Jetpack Compose. Damit ihr euch beim Testen richtig leicht tun könnt, schaut euch doch dieses Video hier mal an.